In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Money Flow Index Indikator für Handelsentscheidungen nutzt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Dadurch wird die Entwicklungsumgebung geöffnet, in der wir unseren MQL-Code schreiben und bearbeiten können. Der erste Teil unseres Codes enthält die notwendige Bibliothek für Handelsoperationen. Die Include-Direktive importiert die Klasse cTrade aus der Standardbibliothek, die vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify bietet. Diese Klasse wird als Objekt namens Trade instanziert, das alle Handelsoperationen einschließlich der Positionsverwaltung verwaltet. Als nächstes definieren wir die Parameter für die Konfiguration unserer Strategie. Diese Parameter sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar. Der Parameter Lookback Bars legt den historischen Bereich für Hochs und Tiefs fest, sodass wir zwischen einer und 1000 Kerzen analysieren können. Der Parameter Min Candlesback legt das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief fest, das zwischen 5 und 50 Kerzen liegen kann. Der Parameter Trailing Offset gibt eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop in Punkten an, die zwischen 1 und 20 liegen kann. Der Parameter MFI Period definiert den Zeitraum für die Berechnung des Money Flow Index Indikators, der in der Regel auf 14 eingestellt ist. Die Parameter Overbought Level und Oversold Level legen die Schwellenwerte für den MFI fest, wobei überkauft in der Regel bei 70 bis 80 und überverkauft bei 20 bis 30 liegt. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, um den Zustand zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable MFI-Handle enthält das Handle des MFI-Indikators, während MFI-Buffer ein Array ist, in dem die MFI-Werte gespeichert werden. Das Array Price Data enthält die Preisdaten Open, High, Low und Close, die über die Struktur MQL Rates definiert werden. Die Funktion onInit wird einmal beim Start des Expert Advisors zur Einrichtung des Indikators ausgeführt. Innerhalb dieser Funktion erstellen wir das MFI-Indikator-Handle mit der Funktion IMFI und geben das aktuelle Symbol, den H1-Zeitrahmen, die MFI-Periode und den Volumentyp Volume-Tick an. Außerdem konfigurieren wir die Arrays als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns, mit den Daten in einer natürlichen zeitlichen Abfolge zu arbeiten. Schließlich geben wir den Erfolgscode init succeeded zurück, um anzuzeigen, dass die Initialisierung erfolgreich war. Als nächstes definieren wir die Funktionen zum Öffnen von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung einer Marktkauforder zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion SymbolInfo-Double mit dem Parameter SymbolAsk ab. Anschließend wird die Methode Trade Position Open aufgerufen, um eine Kaufposition zu eröffnen. Zu den Parametern dieser Methode gehören das Symbol, der Auftragstyp Order Type Buy, das Volumen von 0,10, was bedeutet, dass wir 10 Mikro-Lots kaufen, der Ask-Preis als Einstiegskurs und sowohl der anfängliche Stop-Loss als auch der Take-Profit auf 0 gesetzt, was bedeutet, dass sie deaktiviert sind. Zur Identifizierung wird der Position ein Kommentar hinzugefügt. Die Funktion OpenSell-Position funktioniert ähnlich, allerdings für Verkaufsaufträge. Sie ruft den aktuellen Bidpreis mit Hilfe der Funktion SymbolInfo-Double mit dem Parameter SymbolBid ab. Die Methode Trade Position Open wird aufgerufen, wobei die Auftragsart auf Order Type Sell, das Volumen wiederum auf 0,10 und der Bidpreis als Einstiegskurs festgelegt wird. Der anfängliche Stop-Loss und Take-Profit werden ebenfalls auf 0 gesetzt und ein Kommentar wird hinzugefügt. Die Funktion OnTick wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. Zunächst rufen wir historische Kursdaten für die Analyse ab, indem wir mit der Funktion CopyRates die H1-Kerzendaten für den angegebenen Rückblickzeitraum kopieren. Zu den Parametern gehören das Symbol, der Zeitrahmen, die auf 0 gesetzte Startposition, die durch Lookback Bars definierte Anzahl der zu kopierenden Kerzen und das Zielarray Price Data. Als nächstes laden wir die MFI-Werte aus dem Indikatorbuffer mit der Funktion CopyBuffer.
Diese Funktion kopiert die berechneten MFI-Werte in das Array MFI-Buffer für die Trendanalyse. Zu den Parametern gehören der Indikator-Handle, die auf 0 gesetzte Puffernummer, die auf 0 gesetzte Startposition, die von Lookback-Bars definierte Anzahl und das Ziel-Array MFI-Buffer. Anschließend überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Eine boolische Variable hasOpenPosition wird auf False initialisiert und der CurrentPosition-Type wird auf Position-Type By als Standardwert gesetzt. Wir durchlaufen alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge, um die relevanten Positionen sicher zu identifizieren. Für jede Position rufen wir mit Position-GetTicket die eindeutige Ticketnummer ab. Wenn die Position zum aktuellen Symbol gehört, markieren wir, dass wir eine offene Position gefunden haben und speichern ihren Typ. Die Schleife wird beendet, wenn wir die erste übereinstimmende Position gefunden haben. Als nächstes implementieren wir die Trenderkennung und das Positionsmanagement. Eine Kaufbedingung wird festgelegt, wenn der MFI über das überverkaufte Niveau ansteigt. Dies wird dadurch angezeigt, dass MFI-Buffer 0 größer als Oversold Level und MFI-Buffer 1 kleiner oder gleich Oversold Level ist. Wenn keine offenen Positionen vorhanden sind, rufen wir die Funktion OpenBuy-Position auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Umgekehrt wird eine Verkaufsbedingung festgelegt, wenn der MFI unter das überkaufte Niveau fällt. Dies wird dadurch angezeigt, dass MFI-Buffer 0 kleiner als Overbought Level und MFI-Buffer 1 größer oder gleich Overbought Level ist. Wenn keine offenen Positionen vorhanden sind, rufen wir die Funktion OpenSell-Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wir verwalten auch die Trailing Stops getrennt von den Einstiegssignalen. Wenn es bestehende Positionen gibt, überprüfen wir deren Typen. Für eine Kaufposition ermitteln wir mit der Funktion iLowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Die Variable LowIndex speichert den Index dieses Tiefs und die Variable LastLow enthält dessen Wert. Anschließend prüfen wir, ob der Low-Index mindestens Min-Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tief liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das neue Stop-Level, indem wir den Trailing Offset zum Last Low addieren und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen, um den Trailing Stop zu verwalten. Bei einer Verkaufsposition ermitteln wir mit der Funktion iHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Die Variable HighIndex speichert den Index dieses Hochs und die Variable LastHigh enthält dessen Wert. Ähnlich wie bei der Kaufposition prüfen wir, ob der High-Index mindestens Min-Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs unter dem identifizierten Hoch liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das neue Stop-Level, indem wir den Trailing Offset vom Last High subtrahieren und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen. Die Funktion Process Trailing Stop aktualisiert den Stop-Loss sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen. Wir gehen alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch, um sichere Änderungen vorzunehmen. Für jede Position wählen wir sie anhand ihrer Ticketnummer aus. Wir prüfen, ob die Position dem angegebenen Typ entspricht und zu dem aktuellen Chart-Symbol gehört. Wir rufen den aktuellen Stop-Loss-Wert über Position getDouble mit dem Parameter Position SL ab. Je nach Positionstyp aktualisieren wir den Stop-Loss. Bei einer Kaufposition prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob kein Stop-Loss vorhanden ist. Wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, rufen wir Trade Position Modify auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Bei einer Verkaufsposition prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger als der aktuelle Stop ist oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, rufen wir ebenfalls Trade Position Modify auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben,
können Sie uns eine E-Mail schicken. Zusammenfassend haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor programmiert, der den Moneyflow Index für Handelsentscheidungen nutzt und sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen mit Trailing Stops verwaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.